Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Elena und heute spreche ich über den Bewerbungsprozess für ein Kunststudium, meine Tipps, meine Erfahrungen. Spezifisch habe ich mich für Bildende Kunst bzw. freie Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei beworben. Es wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video, deswegen hier einmal die Übersicht über die Themen, über die ich sprechen werde. Erstmal generell, das ganze Jahr 2020 über hatte ich genug Zeit, um mich auf die Bewerbung zu fokussieren und mich darüber zu informieren. Durch die Quarantäne haben sich auch für Bewerbungen sehr viele neue Möglichkeiten ergeben, aber dazu später noch mehr. Wer sich für ein Kunststudium interessiert, weiß, dass es teilweise sehr große Konkurrenz gibt, sodass es ziemlich schwer sein kann, einen Studiumplatz zu bekommen. Und Absagen sind sehr frustrierend. Es gibt nun mal ca. 20 bis 30 staatliche Kunstschulen in Deutschland und an denen studieren, es kommt drauf an, aber mehr oder weniger 300 Leute immer. Es werden pro Jahr nur einige Schüler angenommen, vielleicht so zwischen 15 bis 50 Leute pro Jahr. Das hängt halt sehr von der Schule selber ab, wie groß sie ist, wie viele Kapazitäten sie hat. Und generell ist zu bedenken, dass jede Schule alles sehr individuell plant, gestaltet und handhabt. Also alles von Deadlines zu Mappen, zu Mappenberatungen etc. Regeln die Schulen selber. Man sich wirklich genau über alles informieren sollte. Ich habe hierzu eine Google-Tabelle gemacht, wo ich alles eingetragen habe. Mir hat das sehr geholfen, einen Überblick zu behalten, gerade weil ich mir sehr viele Schulen angeschaut habe. Normalerweise schickt man eine physische Mappe zu einer Schule, wartet ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern mehrere Wochen, wenn nicht Monate, bis die Mappe zurückkommt mit einer Antwort. Und man hat erst dann wieder die Möglichkeit, die Mappe wieder an eine andere Schule zu verschicken. Das heißt, man hat nicht so viele Möglichkeiten, sich zu bewerben. Vielleicht kommt es auf 1 bis 3 Schulen im Jahr an letztendlich. Aber durch Corona haben sich viele Schulen für eine digitale Mappe und generell digitale Bewerbung entschieden, sodass man als Bewerber deutlich flexibler war, wodurch sich aber natürlich auch viel mehr Leute generell für viel mehr Schulen beworben haben. Ne? Also man hat mehr Chancen, vielleicht aber auch nicht. Aber es war deutlich einfacher, sich für mehrere Schulen zu bewerben. Das wollte ich sagen. Kommen wir zu Deadlines. Die meisten Deadlines sind ungefähr im März und April. Einige Schulen haben das aber auch schon früher gemacht. Die anderen Schulen haben spätere Deadlines. Kommen wir zur Bewerbungsmappe. Das Mysterium der Welt. Jede Schule hat ihre eigenen Voraussetzungen für die Bewerbungsmappen. Ja, es soll die eigenen Interessen und so widerspiegeln und das wird ja auch immer nochmal erwähnt auf den Webseiten. Es steht meistens sowas wie, die Mappe soll das Interesse reflektieren, es soll zeigen, dass man sich mit der Materie beschäftigt, dass man gerne vielleicht verschiedene Sachen ausprobiert, soll gerne Zeichnungen beinhalten, sowas. Also da kann man einfach sich von den Themen her nicht einschränken lassen. Also da geht es wirklich nur darum, dass man zeigen soll, was man halt hat. Ne? Also die Bewerbungsmappe hat irgendwie nicht bestimmte Themen oder so, die man verfolgen soll. Die meisten geben eine Richtlinie von 20 bis 30 originellen Kunstwerken an. Manche sagen aber auch maximal 20. Letztendlich kommt es nicht auf die genaue Zahl an von Werken, die du reintust. Denn Hauptsache man sieht, dass du wirklich viel Interesse hast, dass du dich auch gedanklich damit beschäftigt hast und generell dich mit Kunst regelmäßig befasst. Genug, um halt 20 bis 30 Werke zu produzieren, die du zeigen kannst. In meinem Fall, glaube ich, waren das 20 oder weniger. Also nicht so krass viele Werke, die ich hatte.
Ich habe das aber durch meine Skizzenbücher noch kompensiert, glaube ich. Also ich habe bei den digitalen Einreichungen mehrere Seiten noch hinzugefügt von Skizzenbüchern und bei den richtigen Mappen habe ich halt ein Skizzenbuch hinzugefügt, also reingelegt. Normalerweise schickt man halt seine Mappe an die Kunsthochschule oder bringt sie selber vorbei, wenn man die Möglichkeit hat. So aber mit Corona haben viele das einfach digital eingereicht, sodass man eine PDF erstellt und sie hochlädt. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit der nächsten Bewerbungsphase ist, ob da die Corona-Regeln wieder verändert werden oder ob man weiterhin digitale Bewerbungsmappen so oft einreichen darf. Aber für mich war das wirklich toll. Ich finde, es macht doch einen großen Unterschied, ob man sich bei 3 Schulen oder bei 10 Schulen bewerben kann. Okay, kommen wir zu Mappenberatungen. Einige Schulen bieten Mappenberatungen mit Professoren, Meisterschülern oder generell Studienberatungen mit den Studienberatern an. Nicht alle. Manchmal muss man nachfragen. Manchmal sagen die, sowas machen wir überhaupt nicht, weil wir wollen keine Vorteile bei Leuten, wir wollen den Leuten keine Vorteile geben oder so bei der Bewerbung. Aber es kommt halt wirklich drauf an, ne? Ich würde dieses Angebot auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Wenn die Schule, für die du dich interessierst, eine Mappenberatung anbietet, dann würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Oder zumindest mit der Studienberatung reden. Oder vielleicht, wenn es möglich ist, vielleicht mit einem Meisterschüler oder generell mit einem Schüler von der Schule in Kontakt treten. Sei es über offizielle Veranstaltungen oder über Instagram. Das ist ja auch eine Möglichkeit an sich. Man kann über die Instagram-Seiten von den Kunsthochschulen schauen, wer da den Kunstschulen folgt, wer von denen auch halt Kunstschüler sind. Oder manchmal werden die Arbeiten auch auf den offiziellen Instagram-Seiten der Schulen repostet, also die Arbeiten von den Schülern, sodass man ziemlich schnell Leute finden kann, die an der Schule studieren. Und bestimmt hat der eine oder andere vielleicht Zeit, dir zu helfen, wenn du wirklich keine andere Beratung finden kannst. Ich habe mehrere Mappenberatungen wahrgenommen und konnte so mehrere verschiedene Meinungen zu meiner Mappe bekommen. Und hatte auch die Möglichkeit, einige Professoren kennenzulernen. Es liegt letztendlich an dir, ob du dich von den Meinungen beeinflussen lässt und dementsprechend etwas an der Mappe änderst oder nicht. Letztendlich kannst du sagen, das sind nur Meinungen, ich finde meine Mappe toll, so wie sie ist. Aber in jedem Fall, also ob du etwas änderst oder nicht, es ist gut schon mal zu hören, was Leute darüber sagen könnten. Denn falls du letztendlich angenommen wirst und die Professoren nachher bei der Eignungsprüfung Fragen stellen oder Kommentare abgeben, kann es durchaus sein, dass du das schon mal von anderen Leuten gehört hast und schneller etwas darauf antworten kannst, als wenn du ja noch nie Kommentare zu deiner Mappe bekommen hast. Also man kann natürlich dann die Mappe verbessern oder sich schon mal auf Kritik einstellen. Ja, informiere dich aber auch hier bei den Mappenberatungen frühzeitig um die Möglichkeiten, denn manche waren deutlich früher als die Bewerbungsfristen und manchmal musste man sich Spots reservieren. Die waren teilweise sehr schnell vergriffen. Okay, nächster Teil war Dokumente. Neben der Bewerbungsmappe schickst du auch einige Dokumente an die Schule, beziehungsweise musst du sie digital einreichen, sowas wie Zeugnisse oder Zettel, die du unterschreiben musst, sowas wie Bestätigungen, dass alle Arbeiten von dir sind, sowas. Nichts Verrücktes, aber ja, manchmal muss man die an die Schule selber schicken, manchmal digital einreichen. Okay, was passiert, nachdem du die Mappe abgeschickt hast? Im besten Fall hast du die Vorauswahl bestanden. Das heißt, nachdem die Mappe von der Schule angeschaut wird, von dem Komitee, das sich darum kümmert, bekommst du eine E-Mail oder einen Brief mit der Nachricht, ob du die Vorauswahl bestanden hast oder nicht. Ich habe mich insgesamt an 9 Schulen beworben und habe die Vorauswahl an 3 Schulen bestanden, nämlich in Stuttgart, in Karlsruhe und in Nürnberg. Beziehungsweise war eine Schule von den 9 Schulen eine private Schule, nämlich die HFBK in Essen. Das ist eine private Schule, dementsprechend haben sie mich
ziemlich schnell angenommen. Auf jeden Fall habe ich das als letzte Option quasi gemacht. Falls ich dieses Jahr nirgendwo angenommen werden sollte, hätte ich noch die private Schule als letzte Option. Wobei die natürlich eine Menge kostet und ich mir das nochmal überlegen würde, ob ich da ja wirklich anfangen würde zu studieren. Wobei die vergeben auch Stipendien. Mit einer Zusage bekommt man noch eine Hausaufgabe, die man bis zur Eignungsprüfung erledigen soll. Ich glaube, normalerweise ist das so, dass man die Aufgabe nicht früher bekommt, sondern erst bei der Eignungsprüfung erledigen muss. Das heißt, man hat, ja, je nachdem, ob die Eignungsprüfung 1 Tag dauert oder vielleicht 3 Tage, man kommt dahin und dann wird gesagt, okay, die Aufgabe ist Kontraste. Ihr habt jetzt einen Tag Zeit, etwas zum Thema Kontraste zu gestalten, zu malen, zu basteln, was auch immer. Und das wird dann angeschaut. Aber ja, die Eignungsprüfungen fanden halt nicht in Real Life statt, sondern waren digital online. Das heißt, mir wurden die Hausaufgaben zugeschickt und ich musste jeweils 3 Kunstwerke machen und sie erstmal mal hochladen und dann beim Eignungsgespräch, beim Interview nochmal vorzeigen, beziehungsweise nochmal thematisieren. Die Themen waren, jetzt muss ich kurz nachschauen, wo habe ich das denn aufgeschrieben? Ah, okay. Also, für Nürnberg war das Thema, man hatte 2 zur Auswahl, entweder Disco 3000 oder Kontraste. Für Karlsruhe war das Thema drin und draußen. Und bei Stuttgart war das Thema, man hatte wieder 2 Möglichkeiten. Entweder Thema 1, so ein Ort, an dem ich noch niemals war. Oder Thema 2, Kunst kann, ... So, das heißt, manchmal hatte man eine Auswahl, manchmal nicht. Das meiste hat mir zugesagt. Disco 3000, damit konnte ich nichts anfangen. Erst hatte ich einige Ideen dafür, aber ich habe Kontraste gewählt. Ja, also die Aufgabe wurde durch Corona zu einer Hausaufgabe und man musste nur zum Interview an die Hochschulen fahren. Beziehungsweise bei der Akademie Nürnberg fand das Interview auch online bei Zoom statt. Dementsprechend kommen wir jetzt zum Interview. Die Eignungsgespräche dauern 15 Minuten. Die Mappe, die ich digital eingereicht habe, musste ich diesmal im Original mitbringen. Das heißt, ich bin mit meiner riesigen Mappe ja, nach Karlsruhe gefahren und nach Stuttgart gefahren. Das war nicht leicht, denn meine Mappe ist wirklich groß und ich hatte keine Tasche oder so. Ich weiß nicht. Ich habe einfach eine Hängematte genommen, die ich noch hatte, habe die Seiten zugenäht und habe das als Tasche benutzt. Es war, naja, es war okay, aber nicht perfekt. Deswegen, falls ihr könnt, würde ich eine kleinere Mappe empfehlen. Aber klar, wenn man große Kunstwerke hat, kann das schwer werden. Also, man kommt in das Zimmer rein, wo die Prüfung stattfindet. Und bei den Präsenzprüfungen in Stuttgart und Karlsruhe hatte ich kurz Zeit, alle Werke auf einem großen Tisch auszubreiten. Was auch teilweise ein Struggle war, weil die Tische waren nicht groß genug für alle meine Kunstwerke. Und manchmal musste ich die überlappen und dann musste ich schnell entscheiden, was kommt über was ist vielleicht wichtiger oder was kann ein bisschen verdeckt werden. Ja. Im Raum sind mehrere Professoren und einige Studenten. Zuerst wird man zur Hausaufgabe befragt, also was ich mir dabei gedacht habe und so, warum ich das so und so gemacht habe, wie ich das Thema bearbeitet habe, welche anderen Gedanken oder Ideen vielleicht noch aufkamen. Ja, und dann werden nochmal die Bilder aus der Mappe angeschaut. Gegebenenfalls werden Fragen zu den Bildern gestellt. Ansonsten gibt es folgende Fragen, die ich so gesammelt habe, die ja immer wieder aufkamen bei den 3 Prüfungen. Und ich werde jetzt einfach mal von meinem Laptop hier ablesen. Erstens, erzähl über dich oder was du nach dem Abi gemacht hast. Warum willst du bildende Kunst studieren und warum nicht etwas anderes? Also mit etwas anderes meinen sie, warum willst du nicht Grafik, Design oder Bildhauerei oder so studieren? Oder
Oder vielleicht meinen sie auch was ganz anderes wie, warum willst du nicht Mathe studieren? Physik, was weiß ich. Okay, was stellst du dir unter dem Studium vor? Und was stellst du dir nach dem Studium vor? Welche Künstler interessieren dich? Beziehungsweise was sind deine Lieblingskünstler? Sehr beliebte Frage bei denen. Was motiviert dich, etwas zu malen? Besuchst du oft Ausstellungen oder welche Ausstellung hast du zuletzt besucht? Was ist die Rolle von Kunst? Was kann Kunst? Und die Fragen auch, ja, ob du noch Fragen an die Schule hast. Ich würde mir zu einen Fragen auf jeden Fall Gedanken machen, sodass du eine gute Antwort parat hast und nicht spontan über alles nachdenken musst und alles Mögliche plötzlich erzählen willst und durcheinander kommst. Zumindest ich bin eine Person, die sehr schnell durcheinander kommt bei sowas. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall ein paar Sätze zurechtgelegt zu mir. Ja, wer ich bin, was ich gemacht habe nach dem Abi, wo ich Abi gemacht habe, warum ich plötzlich in Nürnberg bin, obwohl ich aus Kiel komme, welche Künstler ich mag. Da habe ich mir direkt eine Liste von 3 Künstlern in meinen Kopf eingraviert und auch, warum sie mir gefallen. Genau, weil danach wird auch gefragt. Wenn das Künstler sind, die vielleicht nicht jedermann kennt, kann man nochmal beschreiben, vielleicht was die machen, damit die Leute verstehen, okay, es sind Schwarz-Weiß-Künstler, die dich interessieren, oder es sind Pop-Up-Künstler oder so. Pop-Art, sorry. Okay. Auch solltest du zu jedem Kunstwerk etwas sagen können, das du in die Mappe getan hast, denn es waren ja bewusste Entscheidungen, die du gemacht hast. Und ja, die wollen einfach sehen, dass du zu jedem etwas dir überlegt hast, ob es einfach nur Skizzen sind oder ein komplettes Kunstwerk. Du hast es bewusst reingetan und das wollen die auch hören. Letztendlich ist es ja eine kuratorische Entscheidung, die du getroffen hast. Bleibe auf jeden Fall bei deinen eigenen Ideen, deinen Gedanken und deinen Interpretationen von dem, was du da gemalt hast. Lass dich auf keinen Fall von den Prüfern verwirren. Zum Beispiel hatte ich ein Bild, wo ich meinte, ja, das ist ein persönlicher Moment, der mich aufgewühlt hat. Und dann habe ich diese Szene gemalt. Ja? Und der Prüfer meinte, oh, okay, ist das ein Kommentar über die Welt und wie komisch die Welt ist oder so? Und ich so, nein, das war nicht meine Intention beim Bild. Wie gesagt, das ist persönlich. Und ich so, ja sicher, weil du hast ja so einen Clown und so. Und das ist schon so ein gewisses Statement über Lächerlichkeit von der Welt und so. Ich so, nein. Und er so, okay. Ja, manchmal wollen die dich testen, inwiefern du hinter deinen Sachen stehst, glaube ich. Nach ein paar Wochen habe ich dann die Antwort erhalten. Zuerst kam eine Absage aus Stuttgart, dann kam eine Zusage aus Nürnberg und letztendlich eine Zusage aus Karlsruhe. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich in einem anderen Video meine Mappe vorstellen, wenn das relevant für jemanden ist oder interessant. Schreibt mir das dann in die Kommentare. Generell, falls ihr andere Erfahrungen habt oder generell Erfahrungen habt, könnt ihr das auch gerne kommentieren. Dann haben wir hier so einen Informationen-Austausch. Und zuletzt wollte ich sagen, ne, das sind alles nur meine eigenen Erfahrungen und Interpretationen und Meinungen. Kann sein, dass da Sachen sind, die vielleicht andere anders sehen. Ja, aber ich hoffe, das war so ein kleiner Guide, der geholfen hat. Ja, danke fürs Zuhören. Viel Erfolg euch bei euren eigenen Bewerbungen und glaubt an euch. Tschüss.